Im Juni sind wir in Oberbayern auf dem Naturcampingplatz Isarhorn am Fuße des Karwendelgebirges, 3 Kilometer vor Mittenwald. Ja, ein echter Naturcamping. Viele Bäume, naturbelassene Plätze und ungeteerte Wege, zum Teil auch mit Schlaglöchern. Es ist allerdings keine Reservierung möglich und es gibt keine Parzellen. Wo frei ist, kann man sich eben hinstellen. Strom und Wasser sind natürlich vorhanden. Ebenso eine moderne und saubere Sanitäranlage. Umgeben ist der Platz mit hohen Bergen und der glasklaren, türkisblauen Isar, die quasi um den Platz fließt. Viele sagen sogar, das ist Camping wie in Kanada. Man kann auch direkt an der Isar campen. Da gibt es allerdings keinen Strom. Das ist für absolute Naturfreaks ein besonderes Abenteuer. An einem Nachmittag lief ich an die Isar. Ich alleine bei Sonnenschein, über eine Wiese voller Orchideen. Die Vögel zwitscherten um die Wette und dann an das Ufer des rauschenden, glasklaren Gebirgsflusses in einer Farbe, die ich so noch nie gesehen hatte. Natur pur, die Zeit schien stehen geblieben zu sein, traumhaft. Heute fahren wir 19 Kilometer in südwestliche Richtung zur Leutascher Geisterklamm im Grenzwald zwischen Tirol und Bayern. Am Parkplatz bezahlen wir 5 Euro Parkgebühr. Dann laufen wir ein paar Meter durch den Wald bis zur Geisterklamm. Dort ist der Eintritt kostenlos. Und dann betreten wir das Reich des Klammgeistes, der tief unten in seinem tosenden Schloss aus sprudelnden Strudeln und Wirbeln, aus rauschenden Kaskaden und bizarren Felswänden sein Unwesen treibt. Ein kühner Steig aus Metall und durchsichtigem Gitterboden lässt uns atemberaubend in die Behausung des Klammgeistes blicken. Aber jetzt mal die kindliche Mystik beiseite. Es ist wirklich sehenswert, den 800 Meter langen Steg an den kahlen, teilweise mit Blumen und Gräsern bewachsenen Felswänden zu gehen. Tief unten die rauschende, teilweise tosende Leutascher Ache in ihrer natürlichen Urform. Am Ende des Steiges gingen wir über die Panoramabrücke, 40 Meter hoch über die Klamm, mit einem einzigartigen Ausblick über die Berge. Von dort aus sind wir dann gemütlich durch den Wald auf einem Forstweg zum Parkplatz wieder zurückgewandert. Das war ein tolles Ausflugsziel im Tiroler Wettersteingebirge. Ganz besonders zu empfehlen für Familien mit Kindern. Wir fahren mit den Rädern 3 Kilometer bis Mittenwald im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Im oberen Isartal zwischen dem Karwendel- und Wettersteingebirge, unmittelbar an der Grenze zu Österreich. Straßen, Cafés, liebevoll geführte Geschäfte, wunderschöner und perfekt angelegter Blumenschmuck in der ganzen Stadt und das historische Flair der Bürgerhäuser mit Lüftelmalereien
und die hautnahen Berge. Da macht es Freude, den Tag mal im Ortskern zu verbummeln. Die Pfarrkirche St. Peter und Paul ist eine der schönsten Kirchen in den Bayerischen Alpen. 1734 erbaut, ist sie einzigartig mit ihrem reich bemalten Turm, der eigenwilligen Kuppel und der barocken Ausstattung. Begeistert hatten uns die uralten Namensschilder an den Holzbänken. Da hatte früher wohl jeder seinen eigenen Platz in diesem Gotteshaus. Mittenwald gehört weltweit zu den bedeutendsten Zentren des Geigenbaus. Es gibt auch ein Geigenbaumuseum. Beeindruckend ist die sogenannte Lüftelmalerei an den top gepflegten alten Hausfassaden. Den farbenfrohen und künstlerischen Fresken liegt meist ein biblischer Ursprung zugrunde. Mittenwald ist eine wunderschöne Stadt mit historischem Stadtkern und im Hintergrund die Bergkulisse des Karwendels. Einfach zauberhaft. Johann Wolfgang von Goethe nannte sie 1786 bereits ein lebendiges Bilderbuch. Das ist sie auch heute noch, mehr als 200 Jahre später.